Freunde, 5 Düfte, die ihr jetzt zu dieser Zeit jetzt aktuell unbedingt tragen solltet. Ich habe diese 5 Düfte aktuell getragen oder jetzt die letzten, sage ich mal, 1,5 Wochen. Und natürlich sind das jetzt nicht ganz komplett neue, aber die funktionieren jetzt richtig gut. Ja, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Und wir gehen rein. So, der erste ist auf jeden Fall Aventus Absolu oder Absolu, wie auch immer. Ja, hier habt ihr natürlich schöne schwarze Johannisbeere, ihr habt Grapefruit, ihr habt die DNA vom Aventus, die Ananas und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Er riecht aber männlicher und im Endeffekt kann man eigentlich jetzt schon so langsam sagen, besser. Weil das Original, ja, das Original ist das Original, aber die Fruchtigkeit fehlt, das Rauchige fehlt. Gut, das Rauchige habt ihr hier jetzt auch nicht unbedingt, aber es ist schon sehr fruchtig, maskulin, männlich, macht richtig Spaß, diesen Duft zu tragen. Und ich habe ja Aventus schon getragen, wo den noch nicht so viele hier getragen haben. Und ich muss sagen, da hat das genauso Spaß gemacht. Jetzt das Original Aventus zu tragen, ist schwierig. Und dann ist er wirklich performancemäßig, ja, wenn man 'ne etwas ältere Version hat, sage ich mal, vor 2 Jahren auch nicht mehr ganz so gut. Die aktuelle, sage ich mal, ist in Ordnung. Ich habe sie auf Sylt vor 8 Monaten, ne, schon ein Jahr her, ne? Ich glaube, ein Jahr habe ich die da gerochen und da ging das von der Potenz, das ging eigentlich. Aber das hier, wenn ihr diesen maskulinen Touch haben wollt, mit 'ner Johannisbeere, dieses fruchtige, bisschen grüne, Ananas trotzdem drin, dann ist der Absolute am besten. Das hier übrigens ist auch, genau wie auf dem Bild, die erste Version. Inzwischen sieht der auch anders aus. Ich weiß nicht, ob der auch verändert worden ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob der verändert worden ist oder nicht. Das wäre auf jeden Fall schlimm. So, der nächste ist der Rehab von Initio. Jetzt werdet ihr sagen, wieso der Rehab? Also wir haben jetzt Frühling, Sommer, ja. Und gerade dann geht dieses pfeffrig-zimtige richtig geil. So, nicht bei Hitze. Jetzt so bei 16, 18 Grad. Das ist richtig lecker und deswegen habe ich ihn rausgeholt. Das macht Spaß, diesen Duft jetzt zu tragen. Wenn ihr so ein bisschen Zimtiges jetzt im Frühling auch haben wollt, das funktioniert nämlich auch. Übrigens labere ich das schon seit Jahren. Ihr müsst nicht immer euch Gedanken machen, ob irgendwas süß ist oder nee, das kann ich ja jetzt nicht mehr tragen. So, das ist Quatsch. Früher hat das kein Arsch interessiert. Da hat man auch süße Düfte bei 40 Grad und wir hatten noch 40 Grad, ähm, hat man das trotzdem getragen. Das gibt's ja heute nicht. Und der Rehab ist ja jetzt nicht so erschlagend süß. Das ist gut ausbalanciert. Im Endeffekt die Nischenversion von Spice Bomb. Ihr könnt auch, wenn ihr den nicht habt, meinetwegen aus Spice Bomb jetzt ausprobieren. Das Originale. Ne? Funktioniert jetzt. Natürlich müsst ihr euch nicht 20 Sprühe aufsprühen, aber selbst wenn ihr darauf Bock habt, macht das. Aber dieses Zimtige, das ja, wie soll ich sagen, Bergamotte, Lavendel et cetera da drin, macht jetzt auf jeden Fall, sage ich mal, Spaß und, äh, ja, dementsprechend solltet ihr das mal probieren. So, der nächste ist auf jeden Fall Cool Water Davidoff Intense. Natürlich Davidoff mit Cool Water Intense. Und da habt ihr dieses, sage ich mal, frische, kühle, synthetische, frische, kühle mit 'ner schönen Süße, so. Und ich muss schon sagen, das ist vielleicht von Davidoff der beste Flanker der ganzen letzten zig Jahre, wenn man sich die Vintage-Version und früher, was ist alles Relax und was ist alles oder Relax, Davidoff das alte, Zino Davidoff, wenn wir das alles und da gab es ja noch einen, What About Adam? Ist das nicht What About Adam? Ist das nicht auch Davidoff? Will jetzt falsch sagen. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr die natürlich wegnehmt, aber dann ist das das beste Release. Also diese Intense-Version, die erstmal richtig gut anhält, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die Süße, ihr habt ja 8 Stunden was von. Ich weiß nicht, ob das jetzt geändert worden ist, aber diese Version hier, die gefällt mir. Ich trage die sehr gerne. Wie gesagt, schreibt mal gern unter, ob sich irgendetwas verändert hat. Aber das ist schon, der ist schon lecker. Also man hat hier diese ganz extreme synthetische, sage ich mal, das Original war nie synthetisch, war grün, frisch, moosig. Jetzt ist es nur noch synthetisch, aquatisch, synthetisch blau. So ist das normale Eau de Toilette. Trotzdem nice. Trotzdem ist es Cool Water und ich rieche das tatsächlich ab und zu draußen.
Aber hier habt ihr eine richtig schöne Süße noch. Oh, sorry. Eine richtig schöne Süße. Und ja, das macht im Endeffekt Spaß, diesen Duft zu tragen. So, als nächstes haben wir Bleu de Chanel, das Eau de Toilette. Ja, und ich bin derjenige, der diesen Duft immer wieder jetzt gerne rausholt, beziehungsweise auch für euch. Weil warum? Das ist eine Legende inzwischen. Genauso wie Prada L'Homme zum Beispiel sich einsortiert in Job Homme, in Boss Bottle. Das sind ja Legenden, die haben ja Legendenstatus und die sind immer noch oben und halten. Das ist, wer diese Düfte kreiert hat, der hat was geschaffen. Und so ist es auch mit Bleu de Chanel. Da können die Hater jetzt rauskommen, wie sie wollen. Das wird nichts, weil das Ding sitzt. Das ist wie ein Punch in the face oder in die Fresse hier geballert, ist Bleu de Chanel. Ich habe übrigens noch hier, ich glaube, in der aktuellen Version steht hier Eau de Toilette. Das steht hier nicht mehr, ist die allererste Version. Geil. Dieses blaue, spritzige, frische Chanel macht es eben richtig gut. Ne? Ich werde mir auch noch mal tatsächlich Chanel Nummer 5 holen. Ja, aber ich weiß gar nicht, welche Version. Ihr könnt ja mal unterschreiben, welche Version. Ich glaube, das Eau de Parfüm ist die Legende. Dieses, oder nee, das Parfüm, ne? Wer das weiß, schreibt mal unten. Ich glaube, das Eau de Parfüm oder Parfüm. Nee, Parfüm, glaube ich, ne? Auf jeden Fall das Nummer 5 werde ich mir, weil es kann auch als Mann getragen werden, weil es riecht da. Ein Mann strahlt das ein bisschen anders aus. Das ist ja nicht so ein Typ. Guck mal, Shalimar wird auch von vielen Männern getragen. Ich habe Shalimar. Geilster Vanilleduft überhaupt. Und dementsprechend wird das Nummer 5, was ich erkenne, aber ich weiß jetzt nicht, welche Version. Also Eau de Toilette nicht. Entweder, sorry, weder das Eau de Parfüm oder Parfüm. Ja, auf jeden Fall hier, das Parfüm hier übrigens ist auch sehr gut, aber ich wollte das Eau de Toilette rausholen, weil ich das immer noch sehr nice finde. So, und zum guten Schluss ist es der Blue Talisman. Blue Talisman, ja. Also, ich habe mich so richtig in den Duft verliebt. Das ist. Früher habe ich gesagt, ja, ist gut, hat eine Süße, aber so wird der gehypt und jedes Mal, umso länger ich den habe, jedes Mal einen Schritt weiter, umso öfter ich ihn getragen habe, umso geiler finde ich diesen Duft. Und ja, ich glaube, ich werde mir doch noch mal das Extrait holen, aber das ist mir ehrlich gesagt selbst den Dog und normalerweise bin ich nicht so, ich sage: „Kaufe ich.“ Aber irgendwie ich habe ja auch Frederic Malle, sage ich: „Okay, kaufe ich.“ Aber irgendwie, weil ich das hier schon habe und ich den auch noch nicht so, ich habe den mit 10 bewertet. Inzwischen hat er 'ne 10, weil er wird immer geiler. Umso länger der natürlich auch da ist oder steht und gesprüht ist, geil. Aber das Extrait de Parfum habe ich nur 'ne 8 gegeben, aber den habe ich auch vorher nur 'ne 8,5 gegeben. Und deswegen, ich glaube, ich werde mir das Extrait de Parfüm auch noch zulegen. Ich glaube, das wird besser. Vor allen Dingen, das habe ich da bei Bräuninger getestet, wo ich vorher auch Sophie getestet habe. Ich denke mal, ja, ich der ist schon 'n Muss, ne? Für abends und den für 'n Tag. Geiles Teil. Da gibt's auch gute Alternativen, wer nicht so viel Geld ausgeben will, sehr gute Alternativen. Habe ich das Video nicht schon gemacht für alle? Ne, kommt noch, glaube ich. Wollte ich eigentlich machen. Ich habe 4 oder 5 Alternativen zu diesem Duft. Aber trotzdem, ja, gleich mal vorweg kann ich euch hier sagen, ähm, trotzdem ist das Original das Original. Die anderen sind sehr, sehr, sehr gut. Bei meiner Frau hat sogar nicht das Original gewonnen, sondern 'n anderer. Aber ich glaube, vielleicht mache ich mit ihr, auch mit Amelie, ihr wisst ja, wenn Amelie dabei ist, ist immer sehr lustig. Ich glaube, vielleicht mache ich mit ihr auch das Video, aber auf jeden Fall, dieser Duft ist bombastisch. Und übrigens alle, was Haltbarkeit angeht, sind stabil zwischen sagen wir 6, bis jede Haut ist anders, obwohl eigentlich über 6, also von 7 bis 10 Stunden. Tatsächlich, der Aventus hält gut. Es ist alles gut. Bonnie setzt Davidoff, Rehab und Bleu de Chanel ist vielleicht noch mit ihnen hier, ja, am lockersten, sage ich mal, aber trotzdem sind die gut am Start, ne? Sillage sind alle jetzt nicht so unbedingt bombastisch, außer tatsächlich der, Aventus Absolu und der Cool Water Intense. Der Rehab könnte vielleicht bei manchen Nasen extrem werden, bei manchen eben nicht. Das ist immer verschieden. Aber diese 5 Dinger habe ich in der letzten Zeit getragen, wo es ein bisschen wärmer war und jetzt bei 18 Grad und ich finde sie geil. So, und warum nicht? Ihr könnt ja mal unterschreiben, habt ihr die und so weiter und so fort und welchen bevorzugt ihr? Und dann würde ich mal sagen, gehen Grüße raus, auch nochmal an meine Mitglieder. Schön, dass ihr immer noch diesen Kanal unterstützt. Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid und diesen Kanal einfach unterstützen wollt, weil das ist auch immer Arbeit, dies und jenes, zu jeder Tageszeit und immer wieder im Urlaub und so weiter, dann macht und werdet Mitglied, sucht euch eine Stufe aus, whatever. Ja,
Aber trotzdem, jetzt wird's die Tage wieder ein bisschen kühler. Ah, 'n bisschen schade. Ich hoffe, naja, was heißt schade, man kennt es ja. Ja, dann hoffen wir mal auf, gutes Wetter, auf warmes Wetter bald wieder und dann hauen wir rein und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.